Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für eine cremige Kartoffelpfanne mit Hackfleisch und Möhren. Dafür bereiten wir zunächst das Gemüse vor, eine große Zwiebel sowie 1 bis 2 Knoblauchzehen abziehen, anschließend fein hacken. Dann habe ich hier 1 Kilogramm vorwiegend festkochende Kartoffeln, schälen und in mundgerechte Stücke schneiden und zum Schluss noch 4 Möhren, je nach Größe längs halbieren oder vierteln und dann ebenfalls in Stücke schneiden. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne oder einen Topf mit einem guten Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden für 2 bis 3 Minuten glasig anschwitzen. Als nächstes kommt das Hackfleisch dazu, insgesamt 500 Gramm, Rinder- oder Schweinehack, ganz wie ihr wollt. Das Hackfleisch jetzt bei mittlerer bis hoher Hitze krümelig anbraten, gelegentlich mal umrühren und dann kommen die vorbereiteten Kartoffeln und Möhren dazu. Alles einmal gut miteinander vermengen, kurz mit anbraten und danach kommen auch schon die restlichen Zutaten dazu. Eine gute Prise Salz sowie frisch gemahlener Pfeffer, außerdem Muskatnuss, einen halben bis ganzen Teelöffel, ganz nach eurem Geschmack. Dann noch 200 ml Sahne und 400 ml Milch dazu gießen. Das Ganze jetzt einmal gut umrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können. Anschließend zum Kochen bringen und bei niedriger Hitze für 12 bis 15 Minuten langsam köcheln lassen, bis die Kartoffeln gar sind. Gelegentlich alles immer mal wieder umrühren, damit nichts am Topfboden anbrennen kann. Wenn nötig, könnt ihr auch noch etwas Milch nachgießen und nach 12 bis 15 Minuten sollten die Kartoffeln gar sein, die Soße eine schöne cremige Konsistenz haben und dann können wir auch schon servieren. Die Kartoffelpfanne auf tiefen Tellern verteilen, mit etwas fein gehackter Petersilie garnieren und danach wünsche ich euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen, bis zum nächsten Mal.